Herzlich willkommen zur 4. Sendung von Channel Welcome. Early Intervention nennt sich ein Programm der Volkshochschule Augsburg in Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und der Arbeitsagentur Augsburg. Wie der Name Early Intervention schon sagt, greift das Projekt früh ein, Flüchtlingen mit beruflichen Vorkenntnissen eine sinnvolle Aufgabe und Perspektive zu bieten und sie gleichzeitig für den deutschen Arbeitsmarkt fit zu machen, dem schon jetzt die Fachkräfte fehlen. Augsburg 2015 in der VHS. Im Juli startete das Pilotprojekt namens Early Intervention, das von der Agentur für Arbeit und der Volkshochschule initiiert wurde. 20 Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern lernen jeden Tag Deutsch und dabei die deutsche Arbeitswelt kennen. Mein Name ist Tamara Lucker und ich arbeite hier an der Volkshochschule Augsburg, momentan in dem Projekt Early Intervention. Exemplarisch für dieses Projekt stehen die 2 Teilnehmer Aman und Mohammed. Ich heiße Aman Net. Ich komme aus Eritrea. Ich bin 21 Jahre alt. Ich heiße Mohammed. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. In dem Projekt, in dem Sie jetzt gefilmt haben, das sind alle Teilnehmer sind Flüchtlinge. Die Teilnehmer kommen aus Afghanistan, Nigeria, Syrien, Pakistan, Sierra Leone, Türkei, Eritrea, Kongo und Somalia und lernen täglich 8 Stunden Deutsch mit berufsbezogenem Schwerpunkt. Im Vordergrund steht neben dem Deutschunterricht, also der Deutschunterricht, aber auch die Kenntnisvermittlung, also die Arbeitswelt in Deutschland. Ja, wie funktioniert die Arbeitswelt in Deutschland? Das Thema Bewerbung, EDV, also Computerkenntnisse. Und wir haben 4 große Berufsfelder, in denen wir auch Kenntnisse vermitteln, damit die Teilnehmer diese konkreten 4 Berufsfelder jetzt erstmal kennenlernen. Ob sie sich dann in diese Richtung orientieren, wird man dann sehen, aber das ist jetzt erstmal so eine erste Orientierung. Aktivierung und Orientierung ist das Ziel von dem Projekt. Mein Beruf, Maler. Ich habe studiert dort und ich war Mechaniker, Ingenieur, Flugzeugingenieur. Die meisten Teilnehmer haben qualifizierte Berufs- und Schulabschlüsse und wünschen sich hier in ihrem Bereich weitergebildet zu werden. Ja, ich möchte meine Kultur, diese Maler. Deine Kultur ja. vorbringen. Ja, in Eritrea, in meinem Land, 1 Jahr lernen die Maler. Und auch jetzt in Deutschland, ich continue. Ich hoffe, meine studiert wollen und Arbeit mit meinem Job, ja. Mechaniker. Es gibt aber im Deutschbereich viele berufsbezogene Möglichkeiten, Materialien, also die konkret für Situationen im Arbeitsleben gemacht sind, aber die vielleicht auch noch Rücksicht darauf nehmen, dass der Teilnehmer vielleicht noch nicht so gut Deutsch kann. Also dass man mit konkreten Wortschatz aus der Berufswelt arbeitet. Oder es gibt auch bestimmte grammatische Strukturen, die man besonders in der Berufswelt braucht, die man privat vielleicht nicht so braucht. Auf sowas liegt im Moment der Fokus. Und später kommen dann eben noch die anderen Themen, also wie Bewerbungstraining, dann auch natürlich Arbeit am Computer für die Bewerbungen, aber auch für andere Bereiche, so Excel oder solche Kenntnisse. Also die Teilnehmer, wie ich es bis jetzt erlebt habe, sind sehr motiviert und sind ja auch, also die Teilnehmer, die ausgewählt wurden für dieses Projekt, sind auch qualifiziert in ihrem Heimatland. Und ja, ich hoffe, dass wir ihnen alles mitgeben können, was sie brauchen, um einen guten beruflichen Start in Deutschland zu haben. Krieg und die Zerstörung ihres Lebensraumes zwingt sie dazu, ihr Land zu verlassen. Sie begeben sich auf gefährliche Fluchtwege, aber sie haben keine Alternative zu überleben. War alles gut bis 2011 und du weißt, ja, ich habe mein Land gelesen und ich bin hier. Die Fluchtwege gehen meist über Land und Wasser, über verschiedene Grenzen, bevor die Flüchtlinge ein sicheres Ziel erreichen. Sudan und Libyen nach Italien.
Italien? Ja. Und von wann gleich? Nach Italien, nach Italien, nach Munich, ja. Nein, in Munich. Erste in Munich, ja, aber von Munich zu Stuttgart, von Stuttgart zurück. Ägypten, ja, und dann Italien und dann hier mehr. Was mehr? Ja. Ich denke, dieser Kurs ist speziell, ist nicht wie die andere Kurs, weil es ist Business-Sprachen und für Arbeit, nicht für Sprachen mit Leuten oder mehr, nicht normale Sprache. Ja, ich möchte meine Kultur, diese Maler. Deine Kultur Ja. überbringen. Ja, in meinem Land ein Jahr lernen zum Maler und auch jetzt in Deutschland continue. Ich hoffe, meine studiert wollen und Arbeit mit meinem Job, ja. Mechaniker-Ingenieur. Ja, meine Bild, eine Frau mit Kindern, das, diese Bild von meinem Mind, ja, und das andere Bild von ich kopieren von Diego Rivera, Mexiko. Dieser Mann groß, Kunstmaler. Also ist dein Vorbild, oder? Ja. Größtes Vorbild? Ja, größtes Vorbild, ja. Ich denke, es ist der größte Land in Europa. Ja, und der beste. Ja, es ist super toll. Sehr gut. Sehr gut, ja. Für Schule und für schön, sehr, ganz Frieden mit Menschen oder mit Arbeiten, mit anderen, alles. Das ist schön. Mein Name ist Brigitte von Teuffenbach. Ich bin die Fachbereichsleiterin für Deutsch an der Volkshochschule. Die Agentur für Arbeit ist auf uns zugekommen, dass sie innerhalb dieses Projekts Early Intervention ein Konzept gern machen möchten für also eine Qualifizierung zur Orientierung am Arbeitsmarkt in Bezug auf Handel, Logistik, also Dienstleistung im Großen und Ganzen. Und das haben wir sogar miteinander entwickelt. Also wir sind dorthin gegangen und haben das miteinander entwickelt. Und dann daraufhin hat die Agentur Leute eingeladen, Leute gesucht. Das ist alles möglich in diesem Projekt und uns dann zugewiesen. Also das ist ja ein Pilotprojekt, das bedeutet, es ist ein Versuch, Flüchtlinge möglichst schnell auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren. So die Flaschen genommen. Deswegen denke ich, dass jetzt hier die Anweisung ist, er soll das machen. Ja. Heute gibt es aber überall diese Maschinenvorschläge. Er nimmt auch leere Flaschen zurück. Diese Qualifizierung heißt ja nicht, dass die jetzt am Ende total fit für den Arbeitsmarkt sind, sondern sie haben eine erste Orientierung. Das bedeutet, sie wissen mal, wie funktioniert das in Deutschland und bei uns hier und wo können Sie jetzt einsetzen, in welche Richtung möchten Sie gehen. Und das heißt, sie gehen natürlich dann auch wieder zurück zur Arbeitsagentur, aber sie sind auch vielleicht selber in der Lage, sich schon mal umzuschauen auf dem Arbeitsmarkt. Dass ein anderer Kollege zu diesem Herrn Kader sagt, Sie zeichnen die Waren aus. Ich mache das und Sie zeichnen die Waren aus. Die Leute sind normalerweise Teilnehmer mit einer sicheren oder mit einer guten Bleibeperspektive. Also zum Beispiel aus Syrien, Leute aus Bürgerkriegsgebieten, wo man weiß, die werden jetzt nicht sofort wieder zurückgeschickt. Hast du da sehr viel gelernt in dieser kurzen Zeit? Ja, viele. Weil dein Deutsch ist besser geworden. Dankeschön. Merkt man so. Und kommst du schnell damit voran? Kannst du es schnell lernen? Nein, ich nicht hören. Bitte, meine Lehrer, langsam.
Also das sind jetzt, glaube ich, bestimmt nicht die Leute, die abgeschoben werden sollen. Das steht ja noch nicht fest, sondern das sind Leute, die noch in einem laufenden Verfahren sind. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun erstmal in diesem Fall, wobei eben die Voraussetzung schon ist, dass man sich im Klaren ist, die Leute werden wahrscheinlich nicht abgeschoben. Die andere Sache ist die, sie lernen nicht nur Deutsch, sondern sie lernen einfach was. Sie haben auch einen geregelten Tagesablauf, was vielleicht auch nicht zu unterschätzen ist. Und etwas zu lernen schadet in keinem Fall. Ich freue mich, dass wir das ausprobieren können. Ich hoffe auch, dass es funktioniert. Wir sind sehr angetan, auch die Teilnehmer, die sind sehr motiviert dabei. Und ich hoffe auf den Erfolg dieses Projekts. Nächstes Mal? Noch besser? Ja, noch besser. Also ich werde dich in ein paar Monaten wieder interviewen und dann wirst du es noch besser können. Ja, ja. Okay, das merken. Also das Video zeigt dir kein Problem, ja. Das zeigt dir dann im Vergleich. Ja. Bildung. Menschen ausländischer Herkunft haben häufiger Abitur als Deutsche. Jeder dritte Einwohner Deutschlands mit Migrationshintergrund hat Abitur oder Fachhochschulreife, so viele wie nie zuvor. Bürger aus der Ukraine führen die Statistik mit fast 51% an, gefolgt von Spanien mit 43%, Polen 36% und Syrien und Afghanistan mit ca. 33%. Die größte Gruppe der Einwanderer, die Türken, sind dagegen nur mit 14% bei Abitur oder Fachhochschulreife vertreten. Rewe-Kunden standen vor teilweise leeren Regalen und waren dennoch zufrieden. Die Kunden in einem Rewe-Supermarkt in Nordrhein-Westfalen standen vergangene Woche vor teilweise leeren Regalen. Der Markt hatte Lebensmittel spontan Flüchtlingen und Helfern zur Verfügung gestellt und bekam dafür große Zustimmung der Bevölkerung. Sehr geehrte Kunden, aufgrund des Eintreffens von mehreren Bussen mit Flüchtlingen an Bord haben wir unsere Waren in der Nacht zum Mittwoch den Hilfskräften zur Verfügung gestellt, war auf Schildern in den leeren Regalen zu lesen. Neue Ware sei bereits bestellt worden. Man wird demütig. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel standen beim Besuch eines Flüchtlingscamps in Jordanien die Tränen in den Augen. Sigmar Gabriel fordert deutlich mehr finanzielle Hilfen für Menschen in den Flüchtlingslagern in Jordanien, Libanon oder der Türkei. Deutschland tut schon eine Menge. Wir wollen mehr tun, aber andere müssen mitmachen, sagte er. Vorfall an serbische Grenze. Ungarische Kamerafrau tritt Flüchtlinge. Eine ungarische Kamerafrau hat Flüchtlingskinder getreten. Einem Mann mit Kind auf dem Arm stellte sie ein Bein. Bei der Kamerafrau handelt es sich um eine Mitarbeiterin des ungarischen Fernsehsenders N1 TV. Der Kanal steht der ausländerfeindlichen Jobbik-Partei nahe und verbreitet deren rechtsradikales Gedankengut. Saudi-Arabien verweigert Aufnahme von syrischen Flüchtlingen. Saudi-Arabien und die Golfstaaten weigern sich, Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Stattdessen bieten sie der Bundesregierung an, 200 Moscheen in Deutschland für Flüchtlinge zu bauen. Die Saudis finanzieren maßgeblich den Krieg in Syrien. Deutschland unterhält beste Wirtschaftsbeziehungen zu Riad und liefert ebenfalls Waffen. Die 10 rassistischsten Länder weltweit. In den verschiedenen Rankings der rassistischsten Länder der Welt werden immer die USA, Russland, Deutschland, Großbritannien, Israel, Japan, Südafrika, Saudi-Arabien und Australien genannt. Channel Welcome will auch immer seine aktuellen Teammitglieder vorstellen, einfach auch um den Menschen hinter der Kamera, hinter der Moderation oder hinter einem Beitrag zu zeigen. Heute stellen wir Ihnen Mombi vor. Die bin ich. Please welcome to the stage, Mombi.
Die Frage wurde mir heute schon mal gestellt, interessanterweise, nämlich vom Dennis. Wie magst du denn angesprochen werden? Ich meine, ich kann mich erinnern, zu ihm gesagt zu haben, dass es mir im Grunde egal ist, ob Mombi oder Silvi oder wie auch immer. Für mich ist eigentlich vielmehr die Art und Weise, wie man mich anspricht, entscheidend. Ob du jetzt Silvi sagst oder Mombi sagst oder Bayerle oder Gorenschik oder all die Namen, die ich hatte oder habe, ist mir eigentlich gleich. Geboren wurde ich als Silvia Markou. Das ist mein Geburtsname. Meine leibliche Mutter ist Griechin. Ich bin auch mit griechischer Nationalität geboren worden. Und der Name, der jetzt in meinem Pass steht, ist Bayerle. Das ist ein angeheirateter Name. Aber mein Mädchenname wiederum lautet Gorenschik, adoptionsbedingt. Viele Kinder, viel Leben, viel Wechsel, viele Bezugspersonen, viel Aufregung und früh gefordert. Also so dieses behütete Kind, was in der Familie mit Mama und Papa groß wird, dieses Gefühl hatte ich nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so, gefühlt emotional nicht so in der Erinnerung, die sagen können, oh, das war schlimm und Kinderheim und Pflegefamilien und all die Wechsel, sondern ich erlebe es als sehr vielfältig und bunt und abwechslungsreich, aber auch schon anstrengend, das muss ich natürlich schon zugeben. Geboren bin ich in Aichach, das ist wohl mehr oder weniger zufällig geschehen, worüber ich auch sehr, sehr stolz bin, möchte ich auch mal erwähnt haben. Und bin dann im Kinderheim in Ulm gelandet, wurde dort von meiner leiblichen Mutter abgegeben und bin laut Erzählungen während der Kinderheimzeit, auch Erinnerungen, immer wieder wechselnd bei Pflegefamilien untergekommen und dann wieder zurück ins Kinderheim oder Wochenendfamilien. Also ich habe mich immer gefreut, wenn ich so in meine Homebase so wieder ins Kinderheim, obwohl großer Schlafraum mit vielen Kindern, wo auch viele Kinder waren, die sehr, sehr viel geweint haben, erinnere ich mich. Also da war viel Traurigkeit in diesem Schlafsaal. Aber da habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt. Diese Pflegefamilien, da habe ich mich, das war irgendwie immer, weiß ich nicht, bis zu dem Moment, wo ich eben in meine Eltern mich gefunden haben, so möchte ich es jetzt mal nennen, also meine Mama und mein Papa. Wenn du auf die Welt kommst und eigentlich nichts anderes in den ersten Jahren erlebst als das, was ich halt erlebt habe, ist es deine Realität. Wo ich einen großen Unterschied dann registriert habe, aber nie so wirklich begriffen habe, ist mit den Begrifflichkeiten Mama und Papa. Weil da erinnere ich mich, dass es komisch für mich war, dann schlussendlich bei meinen Adoptiveltern, wo ich ja dann wirklich mein Zuhause gefunden habe, dieses Vertrauen zu fassen und da wirklich diese Menschen als Mama und Papa anzuerkennen. Und auch gefühlsmäßig, also nicht nur das zu sagen, sondern auch zu spüren, das ist deine Mama und das ist dein Papa. Ich kann mich nur daran erinnern, dass mein Bruder, der auch farbig ist, der wichtigste Dreh- und Angelpunkt eigentlich in dem Moment war, als ich in diese Familie kam. Denn es war für mich ja, naja, jetzt kommst du wieder wohin? Das Vertrauen hat mein Bruder geöffnet auf Augenhöhe. Einfach die gleiche Hautfarbe, die gleichen Locken und die Begeisterung zu teilen, die ich da plötzlich gelernt habe, was ich aus dem Kinderheim einfach nicht kannte. Weil da hast du fürs Teilen einfach dazu hast du keinen Bezug. Und so war Marco, heißt mein Bruder, eigentlich so das Erste, an das ich mich erinnere mit diesem Gefühl Bruder. Das war mein erstes Gefühl. Wow, du hast einen Bruder. Und der schaut auch noch so aus wie du oder ähnelt dir. Natürlich habe ich gefragt, wer ist die leibliche Mutter und wie alt ist sie oder was war da und woher kommt der leibliche Vater, schon allein wegen meiner exotischen Optik ist klar, weil natürlich andere dann auch fragen, warum sind deine Eltern weißhäutig und warum bist du dunkel, aber da war der Bruder noch und ich war schon immer jemand, der sehr geradeaus war und gesagt hat, was mir gepasst hat oder nicht. Insofern war das für mich normal. Ich
bin adoptiert worden und das ist so und das ist aber mein Bruder und ich bin, wie ich bin. Ich war schon 4 Jahre alt, also für ein Adoptivkind spät oder für eine Adoption doch recht spät. Und meine Eltern haben halt einfach immer den Ansatz gehabt, unbedingt ein Kind noch adoptieren zu wollen. Und zwar eines, was bedürftig ist. Und auch eines, was nicht unbedingt vorher begutachtet werden muss. Sondern das Kind, was es braucht, soll her. Also so ist meine Erinnerung und auch mein Feeling dafür. Und dann waren sie eines Tages da. Meine Mama, super attraktive Frau und mein Vater mit langen Haaren und der kleine Marco mit den gleichen Locken und der gleichen Hautfarbe wie ich. Und haben mich mitgenommen. Meine Eltern sind Menschen. Sind Schwaben, leben auf der Schwäbischen Alb, also so jetzt mal verkürzt. Sind in erster Linie würde ich sagen, meine Eltern sind einfach Menschen mit einem sehr, sehr großen Herz, die ohne viel Terz und Tamtam einfach was gemacht haben, was ja eigentlich auch schon wieder aktuell ist, was eigentlich jeder mal so gedenken sollte zu tun, im Rahmen halt seiner Möglichkeiten. Einfach ein hilfsbedürftiges Wesen aufgenommen und da habe ich halt das Glück gehabt in dem Fall. Die Motivation war ganz einfach, Menschlichkeit. Nächstenliebe, Menschlichkeit, das war die Motivation. In der Schule waren, soweit ich mich erinnere, in den 70er Jahren nur der Marco, mein Bruder, und ich die einzig farbigen Kinder. Gab aber nie jetzt großartig oder bösartige, wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, Probleme. Also ganz und gar nicht. Natürlich Neger-Spiele und Hänseleien in diese Richtung sind auch auf uns eingeprasselt, aber ich sehe das eher jetzt mit einem schmunzelndem Auge, wenn ich da jetzt zurückgucke, weil das nicht bösartig war. Ich glaube, das ist einfach normal, dass Kinder so auch differenzieren lernen und einordnen lernen. Einfach wer kommt wie woher und wie setzt sich das zusammen. Und es macht ja auch neugierig, wenn man unsere Familie sieht. Irgendwie das Gefühl gehabt, ich werde aufgrund meiner Hautfarbe ausgegrenzt oder gedemütigt oder dergleichen. Gar nicht. Hässliches Kind will ich jetzt nicht sagen, aber ich war kein schönes Kind und ich war bei meiner Jugendzeit ein Moppelchen, keine schöne Jugendliche und ich war eine von den wenigen Mädels in der Klasse, die eher mit Jungs Kumpanei. Aber Jungs waren an mir sehr, sehr lange als Mädchen nicht interessiert. Aber ich auch an Jungs nicht. Also das kam sehr, sehr viel später. Natürlich weiß ich heute, wenn ich Rückmeldungen bekomme oder mich auch ansehe, dass ich jetzt nicht hässlich bin. Aber das Gefühl dafür habe ich nicht. Eher eigentlich andersrum, dass ich das Gefühl habe, der schaut oder die schaut so toll aus, Mensch, Künste. Also das Bewusstsein dafür ist nicht da, auch wenn es vielleicht von außen so gesehen wird. Heidenheim an der Brenz. Was habe ich da gemacht? Eigentlich die Schule. Die Schule habe ich dann punktgenau, als ich 18 wurde, weil ich wollte raus in die weite Welt, abgebrochen zunächst mal. Bin dann nach München gezogen, hatte mir dort zuvor einen Job gesucht in der Bäckerei
Oder habe dann sehr schnell kapiert, dass es eben nicht so läuft, wie ich mir das halt so vorstelle. Und habe dann sehr, sehr viel gearbeitet, hatte auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Habe dann damals meinen ersten Freund kennengelernt und kam dann nach Augsburg. Habe dort dann meine Schulen nachgeholt, also die Abendrealschule, war auf der Fachoberschule für Gestaltung. Dann ein Stipendium bekommen von der heutigen Mediendesign Hochschule in München. Musste mich dann auch entscheiden, machst du Musik oder studierst du jetzt? Dann habe ich gedacht, nee komm, ein Stipendium ist jetzt schon etwas, was du nur einmal wahrscheinlich im Leben bekommst. Nimm das Studium mit, habe dann auch angefangen zu studieren. Habe das Studium dann allerdings abgebrochen. Und dann ging eigentlich der Weg so in Richtung künstlerisches Arbeiten und Musik los. Ich wollte eigentlich schon, oder ich glaube, da war ich schon 9 oder 10, wollte ich Schauspielerin werden. Ich habe auch bei ganz vielen Schauspielprojekten in der Schule, auch außerschulisch selber Drehbücher geschrieben oder Theaterstücke umgeschrieben. Durfte das auch in der Schule realisieren, war da sehr, sehr zäh und dickköpfig und es musste sein und habe tagelang, nachmittagelang bei uns in der Stadtbibliothek in Heidenheim abgehangen und mir Literatur gezogen, um Dinge rauszufiltern, die ich verwerten könnte in irgendwelche eigenen Geschichten, die ich dann wiederum auf die Bühne bringen könnte. Also die Schauspielerei und diese Richtung war ganz, ganz früh da. Und über diese harten Erfahrungen dann mit ein paar D-Mark in der Tasche in die bayerische Landeshauptstadt zu gehen und zu glauben, die warten alle auf dich, hat mich mir näher gebracht. Da hatte ich mal ein wunderschönes Bilderbuch, das habe ich, glaube ich, sogar entweder aus dem Kinderheim mitgebracht oder gar von meinen Großeltern geschenkt bekommen. Total süß. Da war dieses Chamäleon auf einer Zitrone und da war es gelb. Dann ist es weitergewandert, dann hat es sich auf eine Gurke gesetzt und dann war es grün. Und dann war es irgendwie, hat es einen Marienkäfer berührt und dann ist es rot mit diesen Punkten geworden. Und so erlebe ich mich eigentlich. Also sehr wandelbar, anpassungsfähig, mit vielen Identitäten. Irgendwann habe ich mir gedacht, wow, die Bienenkönigin, die Mutterbiene, das ist Wahnsinn. Ich habe da so viel Verehrung, aber auch natürlich Schiss davor, wenn sowas vorbeigeflogen kommt. Das wäre ich gern. Und die Identität habe ich als meine Hauptidentität angenommen. Biene ist fleißig und ich bin auch so einer, der immer schaffen muss. Ein Bienenschwarm besteht ja aus Tausenden von Bienen. Ja. Aber du sprichst jetzt nicht von den Arbeiterinnen, die ja eigentlich da auch existieren. Du sprichst schon gleich von der Königin. Ja, klar. Ich bin ja keine Arbeiterin. Ich erlebe mich als eine Bienenkönigin, ja. Die jetzt nicht weniger leistet als die Arbeiterinnen. Also ein Bienenstaat, da hat jeder seine ganz gewichtige Aufgabe. Das ist ja auch nicht wertend zu betrachten. Denn ob die Drohnen oder die Bienen oder die Königin, das ist ein Gesamtkonstrukt, was ich einfach fantastisch finde. Mal abgesehen von der Wichtigkeit dieses kleinen Insekts auch für uns Menschen und für diesen ganzen Planeten. Will sagen, die Königin ist natürlich das Mächtigste und Größte in diesem ganzen Konstrukt, aber die Königin kann ohne die anderen gar nicht. Deswegen nehme ich es natürlich schon als Gesamtheit. Aber die Mombi ist die Mutterbiene, ja. It's high time that we introduce to you the voice of soul, all the way from Augsburg. Please welcome to the stage, Mombi! Vor 7 Jahren, oder vor jetzt dann fast 8 Jahren, und da ist was passiert. Mit der Geburt meines Sohnes ist irgendwie was passiert, was mich fast wie wenn man einen Knopf drücken würde,
zur richtigen Sängerin gemacht hat. Und zwar dann zur Soul-Sängerin. Also vorher war auch so die musikalische Suche, ist es jetzt Hip-Hop, ist es jetzt Jazz, ist es Blues? Gut, das war die Prägung von zu Hause, klassische Musik, Jazz und Blues. Aber nach der Geburt meines Sohnes wusste ich, wow, ich will Soul-Music machen, ich will Soul-Sängerin werden. This is a man's world. Oh, this is a man's world. But a woman, nothing without a woman or a girl. Also zum einen habe ich die Schwangerschaft als einen Zeitraum in meinem Leben erlebt, der wahrscheinlich die friedlichsten und glücklichsten Monate meines bisherigen Lebens waren, weil ich war so friedlich und in mir ruhend und eben mal nicht suchend. Ich hatte auch das Gefühl, ohne zig Identitätsflüchte ganz bei mir, mit etwas in mir zu sein. Leider kam er dann 6 Wochen zu früh, also ich hätte den Zustand schon noch gerne ein bisschen, aber sollte halt nicht so sein. Ein Kind auf die Welt zu bringen, ist was unglaublich Elementares. Und dieser elementare Moment, dass ich ein Leben geboren habe, hat bei mir, in mir meine Ressourcen, meine eigenen elementaren Ressourcen, meine ich, wiederbelebt. Und das ist eben die Musik. Deswegen ist eben die Geburt des Kindes so ein Anstoß dafür gewesen, die Wichtigkeit, was ich eigentlich tun sollte, weswegen ich jetzt eigentlich hier bin und was vielleicht meine Aufgabe sein sollte, offengelegt. Also ich habe ganz wenig Songs selbst geschrieben, muss dazu aber auch gleich sagen, das können andere besser, das Talent hat man mir nicht in die Wiege gelegt. Ideen ja, aber so etwas dann, also einfach eigene Songs umzusetzen, da fehlt es mir einfach am Können. Ich habe aber ein ganz großes Faible für bestehende Musik, diese irgendwie selbst in ein neues Gewand oder in mein Mombi-Gewand zu verpacken und wiederzugeben. Ein Song, der mal von irgendjemandem geschrieben wurde oder auch interpretiert wurde, hat ja unglaublich viel mehr Potenzial. Und sich da rein zu fühlen und also erstmal inhaltlich Text, dann natürlich auch stimmungsmäßig. Und das dann wiederzugeben, ist für mich eine besondere Herausforderung, zumal man es sich ja auch vergleichbar macht, also jetzt in der Außenkritik. Und für mich ist es immer ganz toll, wenn ich dann wieder da so eine Geburt geschafft habe, eines großen Künstlers, was weiß ich, John Lennon, Imagine, solche Ausnahmewerke mir dann selbst einverleibt habe und das spüren kann und auch übertragen kann. Weil das ist mir jetzt ehrlich gesagt mehr wert, als da irgendwie ein eigenes goldenes Ei hier in die Welt zu setzen, wo es mir an Talent fehlt und wo ich mir irgendwie einen abwürgen müsste, weil ich habe es schon 2-3 Mal versucht und das ist jetzt nichts, was die Welt hören muss, meine ich. Sollte ich denn eigentlich jetzt investieren? Sollte ich jetzt in die Malerin, in die bildende Künstlerin investieren oder in die Musikerin? In die Musikerin. In die Musikerin, wobei hinter der Musikerin steckt
ein Mensch und die Musik, die ich mache, nämlich Soulmusik, also mir geht es sehr, sehr viel um Gefühl, um Fluss, um Gefühl. Also mir ist es ganz, ganz wichtig, Emotionen zu transportieren. Was anderes kann ich auch gar nicht, weil ich selber so emotional bin. Und so gesehen ist es eigentlich Kupf wie gesprungen, weil die bildende Kunst birgt die gleiche Emotion wie die Musik. Auch jetzt, wenn ich noch stundenweise als Marketingreferentin tätig bin, auch da steckt diese Emotion und Leidenschaft drin. Also wäre die Investition in den Menschen, Silvia oder Mombi, in jedem Fall ein Gewinn. Die Musik ist natürlich das Obenstehende im Moment. Teile von Europa rücken politisch immer weiter nach rechts. Nationalisten, die zur Loslösung von einer größeren Gemeinschaft aufrufen, sind längst gesellschaftsfähig geworden. Und es ist beängstigend, wie Politiker, auch hierzulande, die Gesinnung derer teilen, die nur in sich und ihresgleichen die schützenswerte Elite sehen, die unter sich bleiben soll und vor fremden Einflüssen geschützt werden muss. Carolina Azevedo findet für diesen Geist die richtige Antwort. Schon lange haben auch schrecklichste Bilder hinter schrecklichsten Ereignissen ihren Schrecken verloren, weil Medien damit inflationär umgehen. Weil nahezu jeder, jederzeit in jeder Lage mit seinem Handy Bilder einem Millionenpublikum präsentieren kann. Die Ruinen von Gaza oder von Aleppo, in denen immer noch Menschen vegetieren. Die vielen Toten dazu, die endlosen Flüchtlingslager und Flüchtlingstracks. Es sind erst Einzelschicksale, die dem Schrecken einen Namen geben, im Gedächtnis bleiben, wie der tote 3-jährige syrische Junge Alan am Strand von Bodrum in der Türkei. Doch ist es ein anderes Bild, wenn man so will, vergleichsweise viel harmloser, das nicht so schnell aus meinem Gedächtnis verschwinden wird. Mehr noch, schlimmer noch, das meine Gedanken immer weiter kreisen lässt, in ein Szenario, das nur schwer zu beschreiben ist. Und je weiter die Gedanken kreisen, immer unbeschreiblicher wird. Ausgelöst durch eine ungarische Kamerafrau, die im September 2015 einem vor den Grenzposten fliehenden syrischen Flüchtling das Bein stellt. Der fällt mit seinem Kind im Arm auf den Boden. Wohlgemerkt, es ist eine Journalistin und nicht etwa ein Grenzpolizist, bei dem man noch seinen Job als Argument anbringen könnte. Nein, es ist eine Frau und Mutter, die als Reporterin für einen Sender, der einer rechtsradikalen Partei nahesteht, tätig war. Sie kannte den Mann nicht, das Kind nicht, und beide haben ihr rein gar nichts getan. Und irgendwie blenden sich diese Bilder in meinem Kopf wie in einem Film über, in ein längst vergangenes Europa, in ein Deutschland vor 70 Jahren, in dem Dinge passierten, die nie zuvor in diesem Ausmaß so pervers und perfide von Menschen begangen wurden. Und das waren nicht nur ein paar wenige kranke Nazis, nein. Da haben viele mitgemacht, sehr, sehr viele, und nicht nur Deutsche. Und wer glaubt, dass diese Gesinnung mit den Menschen, die heute längst tot oder sehr alt sind, ausgestorben ist, der liegt falsch. Dieser Geist hat sich vererbt von Generation zu Generation wie ein Geschwür, wie eine Krankheit, bis in die heutige Zeit. Damals hatten sie angefangen, Schaufensterscheiben von jüdischen Bürgern einzuwerfen, Synagogen anzuzünden. Wer dachte, dieses Gedankengut sei tot, hat sich geirrt. Dieser Geist hat in vielen lange Zeit geschlummert und wacht jetzt wieder auf. Heute pöbeln deren Söhne und Töchter wieder, sogar Kinder an.
schmieren Hakenkreuze an Wände, zeigen sich stolz mit widerlichem Gruß, brennen Flüchtlingsunterkünfte nieder. Wohlgemerkt, alles gerichtet gegen Menschen, die ihnen nichts getan haben. Und die Täter fanden damals, wie heute, Rechtfertigungen und Entschuldigungen für ihre Taten. Denn letztendlich sind es immer die anderen, die Schuld haben, wenn es sein muss, sogar die Opfer selbst. Wenn im Jahr 2015 ein Präsident eines europäischen Landes sagt, dass er sein Land vor Einwanderern schützen muss, weil er die rassische Grundlage von Nationen nicht durch Einwanderung in Frage stellen will, für weiße Rassenreinheit in Europa plädiert, dann sind diese Sätze aus dem gleichen Geist von den Politikern vor 70 Jahren, die das Grauen über Europa gebracht haben. Und wenn so jemand von deutschen Politikern eingeladen und hofiert wird, dann sind sie alle im gleichen Geist verbunden. Bedrohen sie alle zusammen nicht nur die Idee von einem vereinten Europa, sondern beschwören Geister herauf, die sie bald nicht mehr kontrollieren können. Deswegen empfehle ich allen, vor allem denen, die solche Politiker wählen. Channel Welcome will immer auch seine aktuellen Teammitglieder vorstellen. Einfach auch, Entschuldigung, das ist Sing-Sang, Herrschaftszeiten. Die meisten Menschen kennen nur die Figur, jetzt singt da jemand und das hat mich jetzt völlig aus dem Mund. So etwas wie eine sinnlos darstellende Gleisstrecke darstellt. Die meisten Menschen kennen nur die von Michael Ende geschaffene Figur des Lokomotivführers Lukas. Early Intervention nennt sich ein Programm der Volkshochschule Augsburg, das in Kooperation mit dem und der Arbeitsagentur Augsburg, wie der Name schon sagt, früh eingreifen will, und der Arbeitsagentur Augsburg, Bundesamt für Migration. Und es ist beängstigend, wie Politiker, auch hierzulande, Arbeitsplätze sind heilig, auch wenn Gewehre, Panzer, Tellerminen und Giftgasabwasser Auch wenn Gewehre, Panzer, Tellerminen und Giftgasabwasser Auch wenn Gewehre, Panzer, Tellerminen und Giftgas dabei. Wenn sich dann endlich mal ein Politiker hinstellt und emotional deutliche Worte statt Schön. Ja. Das ist so schön. Volksverräterin, du blöde Schlampe, zeig dein hässliches Gesicht, du elende Fotze. Entschuldigung.